I got every kind of audience out there. And when I yell, why do I get my mic turned down? I'm going to blow the speakers if I don't get it loud. Give me some volume. Dies ist Dr. Gene Scott live in seinem Fernsehstudio in Glendale bei Los Angeles. Wenn ich schreie, sagt er, möchte ich auch gehört werden. When I yell, I want to be heard. Because I only yell when there's an occasion for yelling. God's honor is at stake every night. This is not a show. Gottes Ehre steht jeden Abend auf dem Spiel. Dies ist keine Show, sondern ein Fest einer religiösen Erfahrung, die im Schwinden begriffen ist. Now, it's not an accident we have an in culture. I got every kind of watcher out there. I'm weary and tired. I just want to rest. My labor is o'er. I want to rest. My labor's o'er. Oh Lord, I'm going someday to that peaceful shore. Sein Programm, eines der vielen religiösen im Fernsehen der USA, ist praktisch eine Ein-Mann-Show, nur ab und zu unterbrochen von Studiosängern. Der Sänger heißt Jake Hess, der Jüngere ist sein Sohn. I know that soon I'll be going, no way of no. Dr. Scott ist eine umstrittene Figur. Er liegt mit Gläubigern, Ämtern und Gerichten in ständiger Fehde. In der Regel hat er bis zu 70 Prozesse gegen sich laufen. Die Vorwürfe reichen hin bis zur Veruntreuung von Geldern, Beleidigung, Erpressung und Steuerhinterziehung. Scott betreibt 3 Fernsehstationen in Los Angeles, San Francisco und Hartford, Connecticut. Täglich erscheint er nonstop bis zu 8 und 10 Stunden live am Bildschirm. Für sein Publikum sind oft die Telefonnummern der Stationen im Bild mit eingeblendet. 4.5 years in front of these cameras have taught me a lot of lessons, but one of them is that every time we have a great, exciting victory, 4,5 Jahre, sagt er, vor diesen Kameras haben mich einige Lektionen gelehrt. Jedes Mal, wenn wir einen großen, erregenden Sieg errungen haben bei unserem religiösen Festival, wird es das nächste Mal unweigerlich umso zäher. Und das können wir uns heute Abend nicht erlauben. Ich wende mich an euch und einige von euch haben in 4,5 Jahren nicht ein einziges Programm versäumt. most of the media in the United States, the people are used to is, I kid them and say they worship the great God two sides. Ich sage manchmal scherzhaft über die Medien in den USA, dass da der große Gott Zweiseitigkeit angebetet wird. Wenn zum Beispiel jemand vom Strand berichtet, dass die Sonne aufgeht, fügen sie gleich eine Zeile hinzu, dass sie nicht aufgegangen ist. Ich habe kein indifferentes Publikum. Es scheint, dass sie entweder gegen mich oder für mich sind. Anfangs hielt man mich für einen Verrückten, aber ich nehme einen festen Standpunkt ein, bei jeder Sache, um die es geht. Ich polarisiere die Menschen, weil ich einen klaren Standort einnehme. Es gibt Menschen, die von mir sagen, dass sie genau darauf gewartet haben, was ich gerade gesagt habe, und andere, die möchten mich am liebsten durch die Mattscheibe auf die Nase hauen. Or wanting to go through the television screen and pound me on the nose. And there are some people that I think if Scott's for it, they're against it. That's a negative power if I wanted to misuse it. Just if I take a stand, I can guarantee. Bei einer Menge von Leuten kann ich garantiert voraussagen, wie sie reagieren werden. Sind sie schon bedroht worden, sehr oft sogar.
Vielleicht können Sie uns einen Zwischenfall beschreiben. They decided in New England they would seize our property and taxes on the ground that we were not a church. In Neuengland hat die Bürokratie beschlossen, unseren Besitz zu beschlagnahmen und uns zu besteuern, weil wir angeblich keine Kirche, sondern eine Fernsehstation seien. Ich habe mich 48 Stunden lang im Studio verbarrikadiert. Da war Schneematsch und Regen, die Straße draußen war blockiert. Auf dem Fußweg lagen junge Leute, als der Sheriff kam, um unser Eigentum zu beschlagnahmen. Ich ließ einen Abendmahltisch aufbauen und sagte, wenn die reinkommen wollen, müssen sie erst über den Abendmahltisch steigen. Nun, der Sheriff kam nicht durch die Menschenmenge und um sein Gesicht zu wahren, hat er sich etwas Feiges einfallen lassen. Die sind dann 10 Meilen weit in eine andere Stadt gefahren und haben unsere Sendestation besetzt. Da war nur ein einziger armseliger, zuckerkranker Mann drin. Ja, bei mir wurden Türen eingetreten, es gab Drohungen, ich musste mit Leibwächtern herumreisen. Had to be traveling around with a bodyguard. Während dieser Steuerkämpfe wurde es ganz schön gemein und die Leute hörten mir nur teilweise zu, ohne das Prinzip zu begreifen. Sie dachten, ich wäre gegen die Gewerkschaften oder gegen die Schwulen oder gegen dies oder jenes. Ich wurde zur Zielscheibe. Meine Sendungen sind so spät in der Nacht und die Nachtzuschauer sind teilweise ziemlich ausgeflippt. Make me a target. I'm never alone. Ich bin deswegen nie allein. We're here today to give our friends an idea of what our son was like when he was Wir sind heute hier, um unseren Freunden einen Eindruck davon zu geben, wie unser Sohn herangewachsen ist. Zuerst möchte ich sagen, dass er seinem Vater und mir ein ganz wunderbarer Sohn gewesen ist. Einen besseren können sich keine Eltern wünschen. Einer von den Leuten hier im Team hat gesagt, wir wollen, dass Sie auch einmal erzählen, wie er etwas ganz Schlimmes angerichtet hat. Das will ich. Er war etwa 2 Jahre alt. Ich machte gerade Zuckerguss für einen Schokoladenkuchen. Und das hat ihn immer gepackt, wenn ich Schokoladenkuchen hatte. Er konnte kaum auf den Zehenspitzen die Kuchenplatte erreichen und steckte seinen Finger hinein. Da gab ich ihm einen Klaps auf die Hand und er fiel zu Boden und fing an zu schreien. Er wollte den Atem anhalten, bis er erstickt war. Er wurde schon ganz blau im Gesicht. Ich riss ihn hoch und machte den kalten Wasserhahn auf. Und es dauerte nicht lange, da fing er wieder zu atmen an. Während er seinen Doktor an der Stanford University machte, kam er zum Wochenende heim und half mir bei der Kirchenarbeit. Er kämpfte gegen irgendetwas, er hatte wohl irgendwie seinen Glauben verloren und dann lebte er wieder auf, wie Sie gehört haben, wenn er über seinen Glauben und die Auferstehung spricht. Ich glaube, er ist genauso stolz auf seinen Vater, wie sein Vater stolz auf seinen Sohn ist. Darf ich noch etwas sagen? Unser Sohn ist ein Mensch, der von einfachen Leuten auch verstanden wird. Manchmal studieren die Leute und reden dann über die Köpfe der anderen hinweg. Aber unser Sohn steht mit beiden Beinen auf der Erde und mir fiel gerade ein, als er in der 7. Klasse war, schickte sein Lehrer mir eine Notiz mit seinem Zeugnis und in dem Zeugnis waren nur Einser. Und da stand, wissen Sie, dass Ihr Sohn ein Genie ist. And she sent me a little note saying, while he was yet in the 7th grade, do you know you have a genius for a son? That's what the teacher wrote me when he was in the 7th grade. So we're very proud of our son. Ja, wir sind sehr stolz auf unseren Sohn. So I ask you to give me the dignity, the way the Macedonian Philippian Christians did Paul. Scott kommt auf sein allabendliches Thema, Geld. Man solle ihn unterstützen, wie das die Philipper mit dem Apostel Paulus gemacht hätten. Solange ich im Antlitz des Herrn wandle, sagt er, scheue ich mich nicht, auf euch zu bauen. Ich halte hier den Staat heraus. Ich bitte euch heute Nacht nochmals um eure Vertrauensabstimmung.
gets his votes. Ich glaube, ich bin der einzige Pastor in der Welt, der seine Stimmen wöchentlich in Form von Schecks We're bekommt. under fire. Newspapers Wir write sind unter lies. Beschuss, die Zeitungen verbreiten I Lügen. told you we'll be here till Jesus comes. Ich habe euch gesagt, dass wir hier sein werden, bis Jesus kommt, und das werden wir auch. I'm asking you to hang your body in faith tonight. And you are. 15 minutes went by. I have a 15 message Minuten here. sind jetzt vorüber und ich habe hier eine Nachricht wie Dutzende von anderen. Liebling, weil Dr. Scott uns gebeten hat, habe ich 5 Minuten lang versucht durchzukommen am Telefon. Wir haben heute Abend nicht genug Telefone. Darum wollen wir die Zeit bis in die nächste Sendestunde hin verlängern. So I'm going to extend it. We're into the next hour. I'm going to give you another 10, 15 minutes. Ich gebe euch nochmal 10, 15 Minuten, dass ihr euch für das nächste Jahr entscheiden könnt. Und es strömt immer noch herein. Hier sind 360 Pledges for a year. für ein ganzes Jahr, Here's 2400, 500, 2400, 1200, 1200, 240, 240, 180, 2400, 2400 und so weiter, $600, sogar bis zu $12.000 auf einmal. $480, $3,600, $240, $2,820, $600, $600, $3,600, $360, $250, $250, $3,000. On it goes. $2,000, $1,200, $2,100, $12,000, $6,000, $1,200. I haven't got time to read them. I want you to keep calling. Ich möchte, dass ihr weiter anruft. Die Telefone sind zwar blockiert, aber hört nicht auf. Wir spielen jetzt die 4 Statesmen, die 4 Staatsmänner. Der Text geht etwa so: Herr, o Herr, ich möchte in den Himmel kommen. $900, 900, 3600, 3600, 1800, 1800 und so weiter. Auch wieder ein Scheck über 12.000 darunter. 220, 600, 600, 780, 1,200, 240, 120, 12,600, 1,224, 480, 1,200, 3,600. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dank, Herr, Dank, dass du meine Seele gerettet hast. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for Danke dir, Herr, dass du mich heimholst. Lord. Oh, Lord, I want to go to heaven. Hells and all for
approaching $250,000 in 36 minutes. Wir nähern uns einer $250,000 in 36 Minuten nur. Verlängern wir auf 45 Minuten, mal sehen, ob wir es über eine $250,000 schaffen. Dies könnte eine ganze $1-Million-Nacht werden. $3.600, 1.200. Wait a minute, Joe. Bring those back. Moment mal, Joe, bring mir die Zettel wieder her. We've already crossed $250,000. Wir haben eine $250,000 schon überschritten. Und jetzt wollen wir auf 300.000 hinarbeiten. In genau 45 Minuten. Da schaffen wir auch die nächsten $50,000 noch. Sie haben mich im Fernsehen gesehen, da erscheine ich live ungefähr 30 Stunden die Woche und wie jeder andere Pastor predige ich am Sonntag für meine Gemeinde. Ich bin der gewählte Präsident einer 2000-köpfigen Gemeinde, halte vierteljährliche Vorstandssitzungen ab. Ich bin bei Zusammenkünften, bin verantwortlich für die Vizepräsidenten, bin Delegierter und Pastor in einer anderen Kirche in Nordkalifornien mit 9.400 Mitgliedern. We have 9,400 supporting members in our church. I have to deal with the mail load. Ich muss die Post erledigen, habe Pflichten als Seelsorger, Krankenbesuche und so weiter. I am an elected pastor. My big concern is to make sure that when those members are in a hospital sick or have vital needs, they don't feel that they're neglected by their pastor. Die Leute sollen sich nicht vernachlässigt fühlen, aber mein Vater ist noch sehr aktiv und hilft mir. Feel that if he's at the hospital, I'm represented because I get a quick report, and if they really need the pastor's attention, I try to get there. I run a mausoleum, which is Ich betreibe ein Mausoleum in Berkeley. Meine Limousine hier wird von dem Mausoleum gestellt und mein Gehalt auch. Die 2 Kirchen betreiben wiederum einen Verlag und eine ganze Menge untergeordnete Betriebe, eine Immobilienfirma, ein Reisebüro und anderes mehr. The publishing house owns a lot of subsidiary businesses, a real estate firm which is responsible for handling the properties owned by the church, a travel agency that's relatively inactive now, but das Reisebüro ist zurzeit ziemlich wenig aktiv. Früher haben wir da Bibeltouren veranstaltet. If you want joy, come to Jesus. Wenn du Freude willst, komm zu Jesus. Wenn du Frieden willst, komm zu ihm. Wenn du glücklich sein willst, komm zu Jesus, komm zu ihm. Come to him. If you want joy, if you want peace, if you want happiness, come to Jesus. Come to him. I searched most everywhere for a God who would really care. But in this old world, I could find no real happiness. Then I met Jesus. Wonderful Jesus.
wonderful joy. Come to Jesus, come to Oh, for the last 4.5 years, I'm doing a little less now, but In den letzten 4,5 Jahren habe ich ein bisschen weniger getan. Ich habe täglich zwischen 3 und 10 Stunden live vor den Kameras gestanden. Im letzten Jahr konnte ich mir manchmal den Mittwoch oder den Donnerstag frei nehmen, aber das ist etwas ganz Neues. But that's very recent. For example, the last week I was not able to do that. So I'm anywhere from 3 hours to Das heißt, ich drehte täglich nonstop von 3 bis 5 oder gar 10 Stunden auf, außer sonntags. Am Sonntag halte ich 2 getrennte Gottesdienste von je 2,5 Stunden und manchmal noch ein 3- bis 5-stündiges Fernsehfestival. Ich bin hier in der Celluloid-Welt von Los Angeles. Ich habe sicher das größte Publikum von Schauspielern und Leuten aus der Filmindustrie. Die können nicht glauben, was sie sehen. Für die schauspielert man nämlich, sobald man vor der Kamera steht. Eine Lokalzeitschrift hat es einmal so zusammengefasst. Scotts roher Zorn jede Nacht hat etwas Erfrischendes an sich. Die Leute denken sich, da ist auch so ein armer Teufel vor der Kamera mit allen möglichen Problemen, einer, der ums Überleben ringt, und sie identifizieren sich damit. Alles andere auf dem Bildschirm erzeugt eine künstliche Atmosphäre zu Hause. Die Leute sehen, wie ich für meine Organisation auf Leben und Tod kämpfe und zu überleben versuche gegen dieselben Hindernisse wie sie. Druck vom Staat, Unverständnis, Spott und vorgefasste Schemata. Man geht durchs Leben und versucht, den Flakbeschuss abzuwehren. Und das tue ich jeden Abend vor der Kamera. Ich würde gerne Ich will Ihnen sagen, was mich glücklich macht. Setzen Sie mich in ein Flugzeug, das in eine 8000 Meilen entfernte Stadt fliegt, wo niemand mich kennt. Ja, ich möchte einfach irgendwo hingehen können, ohne diesen Kampf ständig auf Leben und Tod. Ich bin zu gut, um wirklich schlecht zu sein und zu schlecht, um richtig gut zu sein. Eigentlich möchte ich auch einmal etwas ganz Teuflisches anstellen. Ich kann nicht vorbeigehen an einem Kerl, der einen Hund tritt, ohne hinzugehen, um den zu treten, der den Hund tritt. Das bringt mich dauernd in solche Schwierigkeiten mit Behörden, so wie gerade jetzt. Ich kann die Kirche hier nicht im Stich lassen. Ich mag diese Kämpfe nicht. Viele denken, dass ich die Zusammenstöße nur so suche, aber die Herausforderungen greifen geradezu nach mir und ich verbringe das Leben damit wie ein Chirurg, der immer zu den hoffnungslosen Fällen gerufen wird. Mein Traum wäre es, am Strand zu liegen, Bücher zu lesen und tun, wozu ich Lust habe. Ich laufe immer noch vor der Erfahrung davon, die ich als Pastorensohn gemacht habe, davor, was die Leute von mir erwarteten. Ja, ich träume davon, dass die Schulden, die auf der Kirche lasten, abgetragen werden und dass man dann eine Vertrauenswahl macht, in der ich abgewählt werde, sodass ich mit reinem Gewissen nach Australien gehen kann, wo ich als Professor an der Universität Plato unterrichten und draußen Steine sammeln könnte. Das ist vielleicht übertrieben, aber das ist mein eigentlicher Wunsch, wegzukommen von diesem Sauhaufen hier. Hätten Sie gerne ein eigenes Haus? Ja, sehr gern. Möchten Sie gerne Kinder haben?
Ja, das würde ich sehr gerne. Das wäre die größte Freude in meinem Leben. Ich spreche davon nie in der Öffentlichkeit. Ich finde religiöse Organisationen so widerlich, die Waisenkinder zeigen, um Geld zu sammeln. Bevor ich hierher kam, habe ich eine Zeit lang durch mein kirchliches Amt 3 Waisenhäuser voll unterstützt. Ich selbst kann keine Kinder haben. Ich bin steril. Ich hatte mit 19 Jahren Mumps. Damit muss ich mich abfinden. Ich habe Ersatz gefunden durch die Waisenkinder. Einmal habe ich in einem Waisenhaus in Brasilien ein Butterbrot aufgehoben, das ein Kind hatte fallen lassen. Und da sah es mich an und sagte auf Portugiesisch, das ist mein Vater. Ich liebe Kinder sehr, Kinder und Hunde scheinen mich zu mögen und solange das so ist, fühle ich mich sicher. Dr. Scott hat wieder um Geldspenden gebeten, aber die Anrufe kommen diesmal nur sehr schleppend. Ich will heute Abend keine Niederlage erleiden, sagt er. 5 Telefone stehen zur Verfügung. Und eine einzige Person hier hat den Schlüssel. Kein Wort mehr heute Abend, bis die fehlenden $1000 hereingekommen sind. Do you understand that God's work hangs on $600 miserable dollars? Versteht ihr denn nicht, dass Gottes Werk an 600 elenden And you Dollar sit hängt there glued to your chair. und ihr klebt auf euren Sitzen? How long must I
teach you the principles of spiritual warfare. Wie lange noch muss ich euch die Prinzipien des geistigen Krieges 30,000 predigen? means nothing now. $30.000 bedeutet jetzt God nichts. is held to an open chain. While $22,400 pours in, $22.400 kommen hereingeströmt $600 kills us. und 600 Fehlende bringen uns um. It has nothing to do with money. Das hat überhaupt nichts mehr mit Geld zu tun. One person hanging on to a miserable $600. Eine einzige Person hält sich an 600 miserablen You think Dollar I'd blow fest. over 30,000? But people who name the cause of Christ and sing, Menschen, I die sich die surrender all, christliche Sache will zu let eigen God gemacht run haben, out. haben alles aufgegeben und wir hängen hier herum wegen einem Scheißdreck. What is this but a festival of faith? Ist dies ein Festival What des is faith Glaubens? but hanging on the impossible? Was ist denn Glauben, wenn nicht das Festhalten am Unmöglichen? The network ought to be shut down. Die Sendestation müsste eigentlich jetzt geschlossen werden. If God can't find four people, what is Christianity? Was ist Christentum? Game, gimmicks, words, massage, or life and death? Spielchen, Zirkustricks, Geschwafel, Massage oder eine Sache auf Leben und Tod? You'd have to tie me down with ropes. Gestern Nacht habe ich schon gesagt, ihr müsstet mich eigentlich festbinden hier, bevor ich ruhig halte. You carnal Christians. Ihr fleischlichen Christen, wenn wir nahe am Sieg sind, wollt ihr euch davon stehlen. God brings it so close that those that couldn't give 1,000 could be the ones that bring it over. But you sit there glued to your chair. Husbands and wives, if I were married to either one of Ihr them, Ehemänner und ihr Frauen da draußen, ihr klebt auf euren Stühlen und ich sollte euch beide in den Hintern treten. somebody Und wenn einer von euch vor dem Fernseher eingeschlafen ist, dann gehört ihm mit beiden Beinen auf den Bauch gesprungen, mit voller Wucht. Das hier ist Krieg. we ought never to bog down. Wir dürfen uns nicht beugen. Komm her, Joe, ich schlag dich schon nicht. Bring mir die We ought Zettel. never to bog down. With 400 to go. Why Was, didn't you noch do it earlier? 400? Warum nicht früher? Warum habt ihr es nicht I früher don't care geschickt? what Gene Scott looks like. Mir ist egal, wie Gene Scott aussieht. Honor's at stake. Gottes Ehre steht auf dem Spiel. Es Es gibt Leute, die greifen nach dem Gesangsbuch und versprechen einen großen Kreuzzug und sagen, ich gehe überall hin, wenn es mich nur nicht meine paar lausigen Dollar kostet. Jetzt sind wir weit drüber, aber erst nachdem ich euch angeschrien habe. You say, I'll take it back. God will smite you if you do. You know you should have given it. Dr. Scott, haben Sie irgendwelches Privateigentum? No. Nein, nichts. Any property in the world I own. Wenn Sie irgendeinen Besitz bei mir entdecken können, mit einer Ausnahme, dann können Sie es gleich behalten. Ich habe keine Grundstücke, kein Eigentum, keine Aktien, kein Bargeld, kein Bankkonto, kein Haus. Ich besitze nichts. Alles ist Eigentum der Kirche, die zahlt alle meine Ausgaben. Die Kirche kann mich auch abwählen, das ist keine Pseudofirma und ich bin Realist genug, um zu wissen, dass sie das auch machen können. Mein Besitz beschränkt sich, und das sage ich um Ihrer Neugierde willen, auf diese schwarze Tasche, die ich heute bei mir habe und in die niemand außer mir hineinsehen darf. This black bag. There's
Da sind 4 Reißverschlüsse dran und meine Freunde und Verwandten können mir nicht einmal eine Geburtstagskarte schicken, ohne dass es jemand anders aufmacht. Ich bin nie allein, ich habe keine Privatsphäre. Diese Tasche gehört mir. Können wir hineinschauen, was drinnen ist? Nein. Ich hoffe, jemand denkt, dass da 10 Millionen Dollar in Goldbarren drin sind. Das gibt mir die Würde, wenigstens etwas zu haben, was ich nicht entblößen muss. Vielleicht sind schmutzige Socken drin. Ich hoffe, dass den Regierungsbürokraten, wenn ich sterbe, der Geifer aus dem Mund rinnen wird, um in diese Tasche einzudringen. Das ist so eine Art Witz. Vielleicht enthält sie auch meine Memoiren. Diese Tasche ist alles, was ich habe. Ich habe eine Lebensversicherung, die Millionen wert ist, zahlbar an die Kirchen. Den Tod bin ich mehr wert für die als lebendig zu diesem Zeitpunkt. Ich bin einstimmig gewählt worden, diese Kirche aus ihren Schulden herauszuholen, aber ich werde es auch sein, der einmal ins Gefängnis dafür geht. Im letzten Februar, als ich mich weigerte, den Behörden die Namensliste der privaten Spender auszuhändigen, musste ich sicher mit einer Reise ins Gefängnis rechnen, so wie ein Journalist, der sich weigert, seine Quellen offenzulegen. Ich bin 50 Jahre alt, ich bin bei guter Gesundheit, aber ja, nachts möchte ich oft aufgeben. Wenn Sie mich fragen, ob ich meines Glaubens 100%ig sicher bin, ich bin es nicht. Wissen Sie, als Philosoph kann ich nicht einmal beweisen, dass ich existiere. Weinen Sie? Sind Sie ein Mann, der weinen kann? Ja, ich habe vor einer Minute fast geweint, als Sie mich fragten, was ich mir erträume. Sehen Sie, das Unverständnis macht mir Kummer. Alle denken, ich sei ein Kämpfer. Mann, ich hasse es zu kämpfen. Aber schubsen Sie mich herum und trampeln Sie auf einem meiner Prinzipien, dann werde ich wild. Tief drinnen glaube ich, dass niemand ein Boss sein sollte. Wer tyrannisieren will, missbraucht seine Autorität. Ich will kein Boss sein, ich habe meinen eigenen Boss im Himmel. Ja, ich weine sehr oft, ich weine mich vielleicht einmal die Woche aus, meistens wenn ich alleine bin. Ich glaube nicht, dass ich weinerlich bin, aber es bricht einfach so aus mir heraus. Und ich glaube, was mich am häufigsten zum Weinen bringt, ist das Unverständnis. Ich glaube, dass ich der ehrlichste Kerl auf dem Fernsehschirm bin. Ich glaube, dass ich nicht mit Jesus einen Kramladen betreibe. Ich gehe nicht mit Lügen hausieren. Ich sage den Christen, dass sie Christen sein sollen. Ja, und ich bin der Kerl, der dann angegriffen wird. Sie scheinen sehr einsam zu sein. Oh ja, sicher. Ich meine, wen könnte ich zum Freund haben? Jeder Freund ist ein potenzieller Feind, bis diese Arbeit getan ist. Ich bin ein Einzelgänger, ich bin schon manchmal einsam, aber ich glaube, ich bin mehr Einzelgänger als vereinsamt. Ich habe ja meine Angestellten um mich herum, mit denen ich gerne zusammen bin, aber ich habe keine wirklich engen Freunde. Ja, ich bin einsam. I already got it done. The part that counts. Fast jeden Abend gehört zu Dr. Scotts Programm, dass er die Prozessgegner, Richter oder Regierungsstellen verhöhnt. Hier ist die Bürokratie der FCC gemeint, die Behörde, die Scott gerade die Sendelizenz entziehen will. Er erklärt sie zu Affen und führt vor, wie man den Bürokraten eins über den Kopf hauen muss. He is wacky.
Hit a bureaucrat on the head. This is all he knows to do. Get the profile. He's good looking. Watch his eyes protrude. Wie die Augen herausragen. Schaut das nur mal an. Und dann quäkt er. We got him on the run, folks. He can't even... We got him on the run, folks. He can't even hit the other symbol. I think we ought to give the FCC, and you notice no matter how they land, the right end is always pointed at the camera. Das Hinterteil ist gerade richtig zur Kamera gewandt. I think we ought to give the FCC their dignified monkey salute tonight. Dr. Scott schickt der FCC den Affensalut ins Haus. Er verhöhnt sie jetzt. If it's 14 hours, we can still do it and we'll win. Wir werden gewinnen. Give them their monkey salute. Und jetzt den Affensalut gegen die FCC. Das sollen sie zu Hause sehen. Give me some Monkey Farm, the FCC Monkey Band, Monkey Farm music. I'll fly away. Let them go. Look at them. Here's your bureaucrats. Wouldn't you like to grow up and be a bureaucrat if you're a kid watching? FCC Monkey Band. Get it back there on old Blabby back there. He's already talking to the press. Der eine Bürokrat da spricht schon zur Presse. So schaut das bei der Regierung aus. Love the people, nothing. Watch this guy turn here. Mark of the beast 6 times. 1, watch it. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Over he goes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Over he goes. Get the old talky one back there. Get him going. Get him on the head, Joe. Get him out front with his red cotton fence and bang him on the floor like you did. Yeah, that's right. Get that one again. Hit him on the head and let him turn him, bang his head on the floor. That's right. That's the only way to treat a bureaucrat. Hit him again. I know a man, he's as rich as a king. Das Lied handelt vom reichen Mann, der auf Erden nichts hergeben will. His poor neighbor a thing. Als er dann am Himmel anklopft, da wird ihm ein alter rostiger Heiligenschein verpasst, ein Flügel zweiter Hand und ein altes flickiges Kleid. He might get to heaven, but here's what he'll get. A rusty old halo, skinny white cloud, second-hand wings full of patches. A rusty old halo, a skinny white cloud, robe so woolly it scratches. Maybe you haven't heard about it, but there's a stranger in our town. Oh, yes, there's a stranger in our town. There's a stranger in our town, and he's giving sight to the blind. Oh, yes, and he'll Dr. Gene Scott presents the Festival of Faith. Not a lot of hoopy, just straight talk. Now, here's your host. never seen before.